Ich fahre seit 2002 bereits zur Intersolar. Damals hieß sie ja noch Intersolar und fand in Freiburg statt. Die ersten beiden Jahre bin ich für die Zeitschrift Photon dorthin gefahren als Redakteurin und habe mich über die Neuheiten der Aussteller informiert. Seit 2004 bin ich ja selbstständig und im ersten Jahr war ich dann als Journalistin unter anderem für Renewable Energy World auf der Messe, habe mir da die neuen Produkte der Aussteller angeschaut und Artikel geschrieben. Ein Jahr später habe ich dann angefangen, die Aussteller bei der Messe PR zu unterstützen. 2006 habe ich die erste Pressekonferenz organisiert und betreut auf der Messe. Das war auch damals noch in Freiburg. Da ging es um MPP-Trecker meines Kunden Sputnik Engineering. Die hatten die entwickelt und gebaut für das Solarflugzeug Solar Impulse. Also bei der Pressekonferenz war da auch der Pilot dabei, der das Solarflugzeug dann hinterher fliegen sollte. Das war natürlich eine spannende Veranstaltung. Außerdem haben wir sehr, sehr viele Pressekonferenzen und Neuheitenpräsentationen für die verschiedensten Kunden organisiert und betreut. Also seit 2006 eigentlich jedes Jahr. Viele Social-Media-Kampagnen, unter anderem haben wir auch den Veranstalter Solar Promotion bei den Social-Media-Kampagnen zur EES Europe und zur Power to Drive Europe unterstützt. Wir haben auch sehr viele Pressegespräche vermittelt. Also es war immer sehr vielfältig, was wir da gemacht haben. Wir kennen halt sehr viele Journalisten, die die Messe besuchen. Und das war natürlich auch immer ein gutes Verkaufsargument für unsere Kunden. Die wussten, wenn wir eine Veranstaltung organisieren und für das Einladungsmanagement zuständig sind, dann wird das auch ein Erfolg. Also die Messe wurde immer größer und ist dann ja auch umgezogen. Es wurden zwar neue Hallen gebaut in Freiburg, aber trotzdem platzte auch die ganze Stadt aus allen Nähten. Also man hat keine Taxis mehr bekommen, man hat keine Hotels mehr bekommen. Abends alle Biergärten waren voll, man hat kaum noch was zu essen auftreiben können, weil Freiburg einfach total überfüllt war. Dann ist die Messe ja nach München umgezogen. Von der Infrastruktur passt die Messe auch da besser hin. Dann kriegt man auch ein Taxi, man kriegt was zu essen und man kriegt auch ein Hotel. Die Messestände wurden auch immer größer, es kamen immer mehr neue Aussteller dazu. Die Partys wurden auch immer mehr und immer größer. Also da hatte man wirklich das Gefühl, der eine will den anderen übertreffen. Das ging so bis 2012. Dann waren viele Firmen pleite. Also ich bin noch nie in einem Jahr zu so viel Insolvenzbier eingeladen worden wie 2012 auf der Messe, wo viele dann noch Stände hatten, aber eigentlich schon klar war, dass sie nicht mehr lange überleben können. Da haben wir damals Vorträge gehalten, auch zum Thema, gerade 2012, wie man auch mit strategischer PR sich auch gegen die Krise wappnen kann. Danach ging es der Branche ja dann auch wieder besser. Seitdem hat sich die ganze Lage in der Solarbranche ja auch so ein bisschen stabilisiert. Erstmal jedenfalls.